Wenn Kick und Bassline nicht vernünftig zusammenarbeiten, dann kann es in der Regel nur in zwei Dingen liegen. Entweder du hast das Balancing nicht richtig eingestellt, heißt, dein Bass ist womöglich zu laut oder zu leise, oder aber du hast einfach bisher komplett falsch mit Equalizern gearbeitet und weißt womöglich auch gar nicht, in welchem Frequenzbereich du welches Instrument priorisieren musst, damit sich vor allem jetzt in diesem Sinne die Kickdrum im Nachgang auch vernünftig durchsetzt. Und wie das Ganze funktioniert und wo hier wirklich genau diese kritischen Stellen liegen, das möchte ich dir einmal in diesem Video zeigen. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Wie bereits erwähnt, soll es heute um das Thema Kick und Bassline gehen. Und genau dazu habe ich wieder einen Song mitgebracht, den ich jetzt schon vor ein paar Tagen hier auf diesem Kanal vorgestellt habe, wo ich übrigens auch noch ein paar andere kritische Mixing-Punkte angesprochen habe. Daher, wenn du es noch nicht gesehen hast, solltest du da im Nachgang auf jeden Fall auch noch mal reinschauen. Nichtsdestotrotz, sprechen wir heute über Kick und Bassline und über die kritischen Stellen, auf die wir hier unbedingt achten müssen, wenn wir unsere Songs abmischen. Und dazu, hören wir uns zunächst erst einmal den A-B-Vergleich an, damit du einmal, einfach für dich schon mal herausfinden kannst, ob du hier bereits, sag ich mal, den Fehler hörst, der hier vorher stattgefunden hat. Machen wir erstmal bis hierhin. Was fällt auf hier an dieser Stelle? Die Bassline ist in diesem Sinne einfach, sag ich mal, zu laut. Vor allem aber das Hauptproblem ist, dass sie halt eben die Kickdrum in gewissen Frequenzbereichen so ein bisschen maskiert. Bedeutet, man hat das Gefühl, dass die Kickdrum hinter der Bassline liegt, und das ist halt eben wirklich ein ganz klassisches Problem, was bei Home-Producern immer wieder auftaucht. Und der Punkt ist aber auch, woher soll man das Ganze jetzt wissen? Die, ich sag mal, typische Mixing-Tutorials, die zeigen dir vielleicht so ein bisschen, wie du so einen EQ ansetzt, dann sagen sie, okay, irgendwie booste die Grundfrequenz von einer Kickdrum um 3 dB und senk im gleichen Bereich irgendwie um 3 Dezibel ab bei der Bassline. Das hat aber nichts damit zu tun, eine Kick und eine Bassline vernünftig abzumischen, denn letztlich kommt es ja komplett darauf an, was du für ein Ausgangsmaterial hast und wie hier auch generell die Frequenzverteilung ist. Also wie laut ist zum Beispiel jetzt der Klick innerhalb der Kickdrum. Also da reden wir dann vor allem hier von diesem Bereich hier auch. Ja, da kommt es auch wieder sehr darauf an, in welchem Genre du unterwegs bist, was für eine Kickdrum du ausgewählt hast. Nicht jede Kickdrum hat so einen Klick in diesem Sinne. Dann natürlich auch hier der Low-Mid-Bereich. Ja, so praktisch dieser gesamte Body, wie ist der aufgebaut bei der Kickdrum? Und dann natürlich auch unser Bassbereich. So, hier haben wir jetzt natürlich eine klassische EDM-Kickdrum. Da kommt es aber auch sehr drauf an, gerade im Hip-Hop oder so, kann schon mal der Hauptpeak der Kickdrum kann schon mal irgendwo weiter oben liegen. Genauso natürlich auch bei Pop-Produktionen beispielsweise. Und demnach kommt es erstmal sehr darauf an, okay, wie ist generell erstmal das Ausgangsmaterial der Kickdrum praktisch gestaltet und ist diese erstmal vernünftig abgemischt. Denn auch hier muss man jetzt gucken, es gibt immer wieder Kickdrums, gerade wenn sie irgendwie gelayert sind, dass sie einfach bestimmte Frequenzbereiche zu stark betont hat. Und das musst du erstmal vorab erkennen, bevor du anfängst, da einen Bass drunter zu mischen. Weil ansonsten schießt man sich nur so ein bisschen selbst ins Bein. Und da kann ich nur empfehlen, such dir hier einen Referenztrack, wo praktisch eine Kickdrum am besten isoliert läuft, und vergleich sie einfach mal mit deiner und frag dich genau in diesen Bereichen, die wir jetzt hier gerade durchgegangen sind. Ja, also das High-End und Low-Mid und Bass-Bereich, dass du dir diese 3 bzw. 4 Bereiche, je nachdem wie man es unterteilen möchte, dass du dir diese einmal ganz genau anschaust und dich fragst, okay, klingt meine Kickdrum
genauso, beziehungsweise stelle ich hier vielleicht irgendwo starke Überbetonungen fest, weil, wie gesagt, wenn deine Kickdrum von Anfang an nicht gut aufgebaut ist, dann hast du auf jeden Fall ein großes Problem, generell deinen Mix aufzuziehen. Angenommen, du hast dann jetzt den ersten Schritt geschafft, du hast eine solide Kickdrum, die man zum Mixing nutzen kann. Dann kommt es natürlich darauf an, okay, wie gestalte ich jetzt meine Bassline? Und bei der Bassline, das erste, worauf du auf jeden Fall achten musst, ist natürlich eine vernünftige Lautstärkeanpassung. Bedeutet, ich würde hier vor allem dahin gehen, dass du dir, ja, vielleicht wie hier einen Equalizer nimmst. Suchst du praktisch den Sweet Spot innerhalb dieses Bassbereiches, dass der Bass nicht irgendwo unschöne, ja, ich sag mal, ja, wie so Druckfrequenzen aufbaut. Er muss sich schon relativ gut praktisch in den Sub der Kickdrum praktisch einsetzen lassen. So, und ab diesem Punkt kannst du dann anfangen, weiter zu arbeiten. Und dann schaust du dir vor allem wieder die 3 Bereiche an, über die wir gerade gesprochen haben. Heißt den Bassbereich, den Low-Mid-Bereich und am Ende dann natürlich auch das High-End in diesem Sinne. Und hier ist es jetzt halt eben ganz wichtig zu verstehen, wo positionierst du in diesem Sinne deine Kickdrum. Ich habe es vorhin am Anfang gesagt, die Kickdrum muss vor dem Bass liegen. Das ist halt eben ganz wichtig, was du dir gedanklich vorstellen musst. Wenn du das nicht kannst, dann hast du keine Chance, ein vernünftiges Kick-Bassline-Pattern praktisch aufzubauen. Und deswegen hören wir uns das Ganze einmal isoliert an und du wirst sofort hören in diesem Sinne auch, was ich meine. Ja, also der Schlag der Kickdrum, der kommt hier eindeutig durch und jedes Mal, wenn dieser Schlag stattfindet, dann rutscht die Bassline auch in den Hintergrund. Es bedeutet nicht, dass man sie jetzt in diesem Bereich gar nicht hört, aber sie drängt sich halt eben nicht in den Vordergrund. Und ja, wie gesagt, gerade hier in diesem Bereich ist es absolut kritisch. Genauso natürlich auch hier oben in den höheren Frequenzen. Auch da genau das gleiche Spiel. Es bedeutet nicht, dass wir unsere Bassline hier nicht hören dürfen. Sie soll sich aber nicht in den Vordergrund drängeln. Oder beziehungsweise auch andernfalls, wenn du dir vorstellst, hier oben laufen auch Hi-Hats und so weiter. Diese ganzen Bassfrequenzen, die unkontrolliert dann da oben stattfinden, die bringen einfach Unruhe in deine gesamte Basis letztendlich rein und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Ja, also hier auch nochmal zum Vergleich, die unabgemischte oder nicht gut abgemischte Bassline, ja, sie steht einfach vor der Kickdrum. Und wie gesagt, das bringt halt eben einfach nur Probleme mit sich, die, wie gesagt, einfach den gesamten Mix an dieser Stelle dann ruinieren. Nichtsdestotrotz natürlich die Frage, okay, wie macht man das Ganze jetzt? Ich habe vorhin gesagt, konzentriere dich erstmal darauf, dass du hier in dem Bereich anfängst, deine Bassline vernünftig zu balancieren. Also die Subfrequenzen der Bassline, die müssen ja praktisch schon gut mit der Kickdrum harmonieren. Und wie gesagt, da empfehle ich, mach dir einen EQ auf den Master, auf die Gruppe, wie auch immer. Schneide die oberen Frequenzen ab, sodass du dich nur hier drauf letztendlich fokussieren kannst. So, und dann schaust du dir die anderen Frequenzen an. Dann baust du dir einen neuen EQ, auch hier 200 Hertz, 2 Kilohertz und fragst dich einfach, okay, gut, wo ist jetzt praktisch die Kickdrum letztendlich platziert? Ist sie vor der Bassline oder hinter der Bassline? So, und wenn du jetzt feststellst, okay, gut, die Kickdrum, die liegt jetzt hinter der Bassline, dann darfst du jetzt nicht irgendwie den Fehler machen und in deine perfekt abgemischte Kickdrum, die du vorher schon festgelegt hast, da jetzt irgendwie mit einem irgendwie einen EQ zu nehmen und dass du dann probierst, hier die Kickdrum auszuarbeiten. Das ist der
tot für deinen Mix. Das darfst du auf gar keinen Fall tun, denn du hast vorher festgelegt, dass diese Kickdrum bereits gut abgemischt ist. Und demnach würde ich da auf gar keinen Fall noch irgendwie mit einem EQ jetzt irgendwas anfangen zu boosten, weil das bringt einfach nur Probleme mit sich, die sich durch den gesamten Mix ziehen werden. Bedeutet, was du machst, die Bassline wird unter die Kickdrum gemischt, heißt, du nimmst einen Equalizer, suchst dir die passende Frequenz raus und ziehst sie runter. Und das kannst du dann auch ruhig in diesem Modus machen letztendlich. Dass du einfach guckst, wo ist jetzt hier irgendwo ein schöner Sweet Spot. So, und genau so gehst du auch dann mit den anderen Frequenzbereichen vor. Und wenn du das dann erstmal gemacht hast, dann wirst du feststellen, dass Kick und Bassline einfach viel, viel besser in deinem Song harmonieren werden. Nichtsdestotrotz natürlich auch nochmal der Punkt, allein mit Equalizern wirst du sicherlich irgendwo an die Grenzen kommen. Da ist es natürlich dann auch noch wichtig, mit einer kleinen Sidechain zu arbeiten. Aber hier auch nochmal der Punkt, die Sidechain ist eigentlich nur das Abrunden von der Arbeit, die du zuvor gemacht hast. Heißt, wenn dein Balancing nicht stimmt, heißt, wenn deine Equalizer-Arbeit nicht stimmt, dann wirst du allein mit einer Sidechain die Probleme nicht ganz wegbekommen. Denn das ist auch so ein Irrglaube, der oft in Tutorials praktisch vermittelt wird, ist, dass eine Sidechain alleine reicht, um hier Kick und Bassline vernünftig voneinander zu trennen. Wie gesagt, wenn das Frequenzverhältnis nicht stimmt, wenn deine Bassline in diesem Sinne einfach nicht linear ist und einfach Problemfrequenzen besitzt, dann kannst du das Ganze nicht mit einer Sidechain kaschieren in diesem Sinne. Und genau alles weitere, sowas wie Kompression beispielsweise. Da kommt es natürlich so ein bisschen darauf an, okay, was hast du für eine Bassline? Die meisten von euch, die werden sicherlich im elektronischen Bereich mit einem Synthesizer gearbeitet haben. Und da hat man in der Regel nicht gewaltige Dynamiksprünge. Was anderes ist es jetzt, wenn du ein Bassist bist und dir die Bassline irgendwie einspielst, dann hast du sicher vielleicht mal einen Anschlag, der lauter ist, ein anderer, der leiser ist, und da ist es zwingend notwendig, praktisch auch vorab schon mit einem Kompressor zu arbeiten. Aber wenn du jetzt schaust, wir sehen es ja auch in diesem Signal, die Bassline, die hat eine sehr, sehr geringe Dynamik bereits. Und alles, was man hier mit einem Kompressor macht, ist das Ganze nochmal so ein bisschen abzurunden. Jetzt gerade auch der 11T76 gibt hier einfach nochmal so ein, gerade so die, wie sagt man, so diese Transienten, diese Knackigkeit von der Bassline, die wird immer so ein bisschen betont. Kannst du auch noch einmal anhören im Kontext. Ja, also es ist wirklich sehr subtil. Das sind so ein bisschen, ja, so ganz leicht die Aggression der Bassline wird hier nochmal praktisch herausgearbeitet. Aber ich sag mal so, das ist für ein ungeschultes Ohr wahrscheinlich kaum wahrnehmbar. Und wie gesagt, das ist hier nicht kriegsentscheidend. Wichtig ist, dass du dir halt eben die kritischen Frequenzen anguckst. Jetzt in diesem Fall, du siehst zum Beispiel bei 220 Hertz, da habe ich ein bisschen was rausgezogen gehabt. Ja, und damit, genau, hoffe ich, dass du hier für dich schon mal ein bisschen was mitnehmen konntest an dieser Stelle. Und ja, wenn du mehr darüber wissen möchtest, noch tiefer einsteigen möchtest und ja, endlich mal wissen möchtest, wie du deine Ideen auf eine richtig geile Qualität bekommst, ja, sodass du die selbstbewusst an Labels schicken kannst, selbstbewusst selbst releasen kannst, und wenn du auch einfach keine Lust mehr hast, dich hier ständig im Kreis zu drehen und ja, einfach mit deinen Projekten nicht fertig zu werden, dann geh gerne jetzt auf meine Webseite www.ktomusic.com, trag dich dort ein für eine kostenlose Songanalyse und wir schauen mal gemeinsam, wo gerade bei dir und deinen Mixdowns die ja, technischen Probleme vorliegen, die dazu führen, ja, dass du letztlich einfach nicht wirklich vom Fleck kommst, dass du Stunden, Wochen an deinen Songs sitzt und einfach am Ende die ganze Zeit unzufrieden bist, weil spätestens, wenn du deinen Song exportierst, ihn dir auf anderen Anlagen anhörst, feststellst, dass der Song einfach nicht funktioniert. Und wie gesagt, ja, wir haben nur ein Leben, die Zeit ist kurz hier und ich denke, es gibt auf jeden Fall bessere Möglichkeiten, seine Zeit zu verwenden, als sich hier in diesem Plugin Wirrwarr irgendwie selbst zurechtzufinden. Denn ja,
Ich kenne es auch noch von mir selber. Ich habe damals auch immer so viel Zeit da reingesteckt. Alles wollte ich immer unbedingt selbst herausfinden. Und ich dachte auch, dass wenn ich einfach nur genügend Zeit in meine Mixes stecke, dass sie irgendwann gut klingen müssen. Aber wie gesagt, gerade dieser Punkt, zum Beispiel mit der Positionierung im Low-Mid-Bereich. Hat dir das schon mal jemals wirklich jemand gesagt? War dir das an dieser Stelle klar? Und das ist halt eben das Ding, dass es nur ein Faktor ist von vielen Faktoren. Das gleiche gibt es nochmal im Hi-Hat-Bereich. Auch hier die Kickdrum muss sich in den Hi-Hats vernünftig durchsetzen. Auch andere Instrumente, da kommt es natürlich sehr auf dein Sounddesign an. Gerade so Pad-Sounds neigen auch oft dazu, dass sie, sag ich mal, die Drums so ein bisschen verwaschen klingen lassen. Wie gesagt, Arpeggiator, genauso, Pianos besitzen auch oft immer viele Low-Mid-Frequencies. Und das einfach zu erkennen, das in seinem eigenen Sound zu erkennen, das bedarf Übung, das bedarf vor allem ja ein professionelles Gehör. Und genau, wenn du wissen möchtest, wie das Ganze für deine Songs genau funktioniert, dann kann ich dir nur empfehlen, geh gerne auf meine Seite, trag dich ein, lass uns einfach mal sprechen. Und damit gehst du dann den ersten Schritt in Richtung ja wirklich professioneller Songs in diesem Sinne. Und damit bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.